Makrelenhecht, Makrelenhecht, Makrelenhecht. Ja, das ist doch nicht so schlecht. Es ballert in den letzten Tagen ganz gut Makrelenhechte rein. Broody hatte da was im Discord gepostet. Ich teste das mal eben, wie es denn läuft. Und läuft es vor allem immer noch hier auf Makrelenhecht? Ja, leichtes Setup, feine Köder, einfach locker ausgeworfen und dann so zwischen 15 und 20 Metern. In dem Bereich kommen meistens die Einschläge. Ich habe jetzt gerade schon gut 20 Minuten getestet und es waren in diesen 20 Minuten schon einige ganz gute Makrelenhechte dabei. Dann habe ich natürlich auch noch verschiedene Größen der Haken getestet und ich habe verschiedene Vorfachsmaterialien oder Schnurstärken getestet. In der ersten Zeit hatte ich 80 Kilo Nylonschnur drauf, also mit 80 Kilo schon noch recht dick unterwegs. Jetzt bin ich runtergegangen auf 55 Kilo, deutlich kleiner, also 60 Kilo, 55. 55 Fluorocarbon, also 55 Kilo ist die dickste Stärke beim Fluorocarbon. Kann man natürlich auch hier schön als Meeresvorfach dann verwenden. Und ansonsten einfach eine Nylonschnur in 60 Kilo kann man natürlich auch gut nehmen. 80 Kilo, ja, hat auch funktioniert, aber gerade so vom Gefühl her im Moment ist, glaube ich, so ein bisschen mehr Action noch auf 55. Also doch noch mal ein bisschen feiner reingehen mit dem Fluorocarbon und tatsächlich auch einige Heringe jetzt mit dabei. Guckt ihr das an, seit dem Umbau, zack, 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 doch nochmal mehr Heringe. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich einfach gerade zufällig, nee, kann es eigentlich fast nicht, denn ich bin eigentlich in einer ähnlichen Area wie gerade schon. Hingefahren auf die 34, rausgeworfen, dann treibt man hier runter, dann treibt man irgendwann wieder hier rauf und wieder zurück. Also die Hin- und Herfahrerei ist ja gleich, durch die Drift bleibt man ungefähr in dem gleichen Bereich. Von daher passt das schon. Na klar, solche kleinen Unmaßigen sind natürlich auch immer mal wieder mit dabei. Aber in Gänze, das ist ja entscheidend, in Gänze jetzt ist das schon mal ganz gut. Ein Köhler nur auf dem Lurker. Ein Köhler bisher nur. Nach Fangzeit sortiert sind wir jetzt hier bei 33 Minuten. Das ist ja schon crazy. Ich rufe gleich mal das Boot und dann gucken wir da einfach mal rein, wie das denn cashmäßig ist. Zack, der nächste. Aber man muss auch tatsächlich hier gucken, dass man eben hier einen nach dem anderen in einer guten Frequenz hinbekommt. Nicht die 3-0er Haken, sondern wirklich die 4-0er war nochmal ein drastischer Unterschied bei mir. Aber auch da vielleicht selbst noch mal ein bisschen testen. Real Shrimp ist gerade angesagt. Real Shrimp in Blau. Das Teil, hoppala, ziehen wir gleich noch mal kurz raus. Also Real Shrimp in Blau, der ist es. Und zwar der kleine Shrimp. Ne? Die kleinen Shrimps, nicht die großen 12er, 13 Grammer, sondern eben die kleinen, feinen. Die wollen wir hier haben und dann klappt das in der Regel auch ganz gut. Genau, Clip habe ich gesetzt. Ich habe einen Schnurclip gesetzt auf 20 Meter Tiefe. Macht das Ganze ganz entspannt. Zack, ich sehe sofort, wenn quasi der Biss kommt, ne, dann geht der Schnurclip auf. Aber das ist trotzdem noch ein bisschen tricky. Anschlagen. Immer wieder versuchen, den Anschlag zu setzen. Denn, oha, der nächste, auch wieder auf dem Lurker. Gerade noch gesehen, dass er ganz unten dran hang. Also den Anschlag setzen, wenn der Biss kommt. Wenn man nicht den Anschlag setzt, dann hat man verdammt viele Ausschlitzer. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Denn hier ballern natürlich auch regelmäßig Fische drauf, die vielleicht einfach viel zu klein sind. Das heißt, zack, sofort Anschlag setzen, wenn der Biss kommt und dann reinkurbeln. Dann klappt das auch mit den ganz kleinen Fischen. Und so soll das ja dann auch sein. Also Real Shrimp 7,505. Das ist die Farbe auf dem 4-0er Haken. Und ich teste vielleicht gleich nochmal ein bisschen andere Farben, beziehungsweise vielleicht auch nochmal die andere Shrimp-Serie. Davon gibt es ja 2 verschiedene. Aber bisher muss ich sagen, sieht das schon richtig, richtig gut aus. Ich rufe nochmal eben das Boot, das U-Boot, und dann gucken wir auch gleich mal rein, wie das denn aussieht. Zack, hier sehe ich gerade schon hinter mir, jawohl, Vertical auch hier
Real Shrimp 615 Gramm, da ist sie, die Trophy. Und ich habe, wie gesagt, immer wieder hier Heringe jetzt gerade. Deswegen bin ich auch ganz zufrieden mit den Heringen und ziehe hier auch schön weiter durch. Vielleicht ballert ja auch noch Herings-Trophy rein. Den Makrelenhecht habe ich schon, aber und wieder Anschlag nochmal setzen. Aber ich nutze das natürlich auch gerne, auch einfach um ein bisschen Cash zu machen. So, gucken wir mal eben. Sortieren wir nach, warte mal, Zeit, ja, 36 Minuten, ne? Sortieren wir nach Preis. 500 Silber in 36 Minuten. Schmeckt, oder? Kann man machen. Und das ist noch nicht mal wahnsinnig viel. Guck dir das mal an, Alter. Hier ist ungefähr, naja, sagen wir mal 60-40, das ist schon ganz gut. 40% unmaßige Fische. 0,72. Aber der Knackpunkt sind einfach die Fische hier. Klar, natürlich auch die Heringe. Grammzahl, also ist ja fast hier 1:1 der Wert oder 1:10 sozusagen. Der Wert der Silberwert sozusagen. Makrelenhechte kohlemäßig auch sensationell. Also lohnt sich richtig. Selbst hier diese ganz kleinen mit 100 noch was bringen alle über 10 Silber. Also das ist schon top. Ab 150 glaube ich. Ab 150 glaube ich ist ungefähr der Schnitt. Dann verdoppeln die sich. Und selbst die unter 150 sind ja mit 5 Silber immer noch voll okay. Also das kann man doch durchaus machen. Zack, direkt wieder rein. Nein, jetzt gucke ich endlich mal rein. Jetzt gucke ich endlich mal rein, denn ich will noch von den Shrimp nochmal eben gucken. Genau, das hier sind jetzt die großen. Das wäre natürlich auch nochmal ein Test. Einfach mal gucken, ob vielleicht sogar die großen funktionieren. Könnte natürlich tricky werden. Die andere Version hier gibt es leider nicht in Blau. Das sind die hier. Das heißt, man könnte es vielleicht mit Grün probieren. Mache ich hier einfach mal auf die Mitte die grünen Perlen, den grünen Shrimp. Und dann testen wir das einfach mal in der anderen Version. Vielleicht läuft ja auch grün. Und genauso kann man jetzt natürlich sämtliche Farben testen. Also, wenn du hier bist, hoppala, schon instant bist, wenn du hier bist und du hast vielleicht andere Wetterbedingungen oder es klappt gerade noch nicht so richtig. Natürlich muss man erstmal ein bisschen rumprobieren, man muss auch ein bisschen pilgen, man muss vielleicht auch an der Höhe mal ein bisschen rumspielen, denn da hat man natürlich auch Variation. Es kann sein, dass die vielleicht bei 10 Meter bei dir stehen, also geht man dann erstmal vielleicht auf 10 Meter runter und testet dann in dem Bereich und arbeitet sich so ein Stück für Stück nach unten vor und guckt, dass man dann eine Stelle findet, wo die dann eben dann auch reingehen, ne? Also von der Höhe. Und ansonsten dann zack, direkt der nächste hier. Und läuft, jawohl. Wenn man noch keine Doppelköder hat, dann würde ich das, glaube ich, gar nicht machen. Ohne Doppelköder ist das insgesamt vielleicht auch einfach, ja, zu wenig, was dabei rumkommt. Also da dann lieber entweder vom Land aus angeln, hatte ich ja zuletzt ein paar Videos zu gemacht, wieder vom Land aus, also einfach vom Land aus angeln oder dann, wie gesagt, hier auf dem 34er über den Grund schleifen lassen. Oder was auch immer wieder richtig gut funktioniert, auf dem 5 Meter Riff gibt es auch schon einige Videos zu. Einfach mal da drauf und da hin und her driften in dem Bereich. Wie gesagt, gerade hier in der Playlist, einfach mal gucken, Playlist Nordmeer, gibt es so viele Videos auch schon für Anfänger unter Doppelköder. Da steht's oder ohne die Beifänger, also das steht auch meist dann sogar schon mit im Titel, ohne Beifang beziehungsweise vom Land aus und so weiter. Also diese Videos sind dann genau das Richtige. Hier, zack, das jetzt hier, Alter, wieder ausgeschnitten. Dritte Marke ist gleich, komm. Und der dritte Biss, 10, 15 Meter. Hier jetzt, wie gesagt, in dem Bereich, das ist einfach nur ein bisschen Cash machen. Oder man sucht vielleicht noch die Trophy als Makrelenhecht. Oder vielleicht geht ja noch der Hering rein. Zack, so, jetzt dritter Versuch. Der hängt endlich. Mann, 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 Mann. Jawohl, 290. Hat sich doch schon wieder gelohnt. 290, der letzte. 3 Versuche, 20 Silber. Aber ihr seht, es lohnt sich, ne? Es ist zwar viel Geraffel, aber naja, man nimmt es halt einfach mit. Schön einen nach dem anderen mitnehmen. Vielleicht sogar die Happy Hour hier machen. Auch noch ein bisschen auf Frequenz gehen. Das lohnt ja sowieso immer.
und dann lübt doch das Ganze und man macht einfach gut Cash. So, ich mache jetzt hier die Stunde natürlich noch voll und dann gucken wir, was noch so geht hier am Nordmeer. Vielleicht läuft ja auch noch mal ein bisschen was Großes. Erstmal ein bisschen Cash machen und danach die seltenen suchen. So macht das doch Bock. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen. Dankeschön auch nochmal fürs Teilen im Discord und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream. Bis dahin.